Hallo und willkommen in meiner Küche. Momentan gibt es wunderbare Orangen und es ist die beste Zeit, daraus Marmelade zu kochen. In diesem Video zeige ich, wie ich zwei Orangenmarmeladen mache. Die eine ist super schnell zu machen, sehr ergiebig und hat einen leicht bitteren Geschmack. Die andere ist etwas aufwendiger, nicht ganz so ergiebig wie die erste. Dafür wird man aber mit einer sehr fruchtigen Marmelade belohnt, die eine wahre Geschmacksexplosion im Mund verursacht. Für beide Varianten gilt, die unbehandelten Bio-Orangen müssen zunächst gründlich gereinigt werden. Dazu übergießt man die Apfelsinen im Waschbecken mit kochend heißem Wasser, bürstet sie anschließend ab, wobei ich etwas Kaiser-Natron auf die Bürste gegeben habe, und natürlich werden sie danach abgespült. Bei der ersten einfachen Variante werden die Orangen einfach zerschnitten und zerkleinert. Die gleiche Menge Zucker wird dazugegeben und alles aufgekocht. Geliermittel muss man aber nicht dazugeben, da ausreichend Pektin im Weißen des Fruchtfleisches vorhanden ist. Wer gerne das leicht bittere der Orangen mag, ist mit dieser Marmelade sehr gut bedient. Sie macht wenig Arbeit und man erhält einen intensiven Geschmack. Sobald eine Temperatur von 102 Grad erreicht ist, kann man die Marmelade abfüllen. Bei nur einer Orange geht das sehr schnell. So sieht die Marmelade später aus. Mir persönlich liegt sie nicht so, deswegen mache ich mir ein bisschen mehr Arbeit für diese vor allem fruchtige und, wie ich finde, schon vom Aussehen her ansprechendere Marmelade. Die Orangen werden natürlich gewaschen und dann geht es zuerst der Schale an den Kragen. Dort sitzt nämlich das ätherische Öl der Orangen und um daran zu kommen, benutze ich diesen Zestenreißer. Man fährt also wie gezeigt mit dem Zestenreißer über die Orange und zieht dabei dünne Streifen der Schale ab. Am besten hat man darunter eine große Schüssel stehen, denn die ätherischen Öle spritzen ein klein wenig. Sobald man ungefähr ein Viertel der Schale abgekratzt hat, verteilt sich das Öl auf der gesamten Oberfläche der Orange und sie wird glitschig und schwer zu halten, sodass das Arbeiten immer mühseliger wird, da die Handgelenke spätestens nach der zweiten Orange langsam lahm werden. Das alles kann man ganz einfach vermeiden, indem man die Orange in ein Stück Haushaltspapier legt und damit festhält. Auch sollte man unbedingt Handschuhe tragen, da das Orangenöl schützende Hautfette löst. So, das war der erste Streich. Jetzt muss noch die weiße Schale der Frucht entfernt werden. Dazu schneidet man zunächst die beiden Polkappen ab, und zwar so, dass man ein wenig des Fruchtfleisches zu sehen bekommt. Dann wird die Orange auf eine der Schnittflächen gesetzt, so dass sie sicher steht. Nun schneidet man, wie gezeigt, einmal entlang der Außenwölbung, und zwar so, dass man auch hier möglichst schon das Fruchtfleisch zu sehen bekommt. Wenn das wie bei mir hier nicht sofort klappt, schneidet man einfach nochmal drüber. Um die gesamte Frucht mit möglichst wenig Verlust an Fruchtfleisch von der weißen Haut zu befreien, schneidet man am besten direkt am Übergang von Fruchtfleisch zu weißer Haut und arbeitet sich immer weiter vor. Ich halte hier die Orange absichtlich ein wenig schräg, damit man es besser sehen kann. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass man, um sauber und zügig arbeiten zu können, ein sehr, sehr scharfes Messer benötigt. Wenn man an der unteren Hälfte noch Albedo, also weißes Fruchtfleisch, vorfindet, schneidet man dieses auch noch weg, dabei wird das Messer immer schön von der Hand weggeführt. Und jetzt müssen noch die einzelnen Segmente der Orange herausgeschnitten werden. Dazu suche ich mir ein großes Segment. Dieses Segment hebe ich mir als letztes auf, da es am Schluss einfacher zu handhaben ist. Da ich nach rechts arbeite, schneide ich also rechts neben dem weißen Geflecht in das Fruchtfleisch und ebenso am anderen Ende. Das Segment lässt sich leicht lösen und so fahre ich immer weiter fort. Beim zweiten Segment wird der erste Schnitt ein wenig kniffliger, denn hier ist nur noch ein hauchdünnes Stück Trennwand. Spätestens jetzt werdet ihr verstehen, warum das Messer wirklich sehr scharf sein muss. Aber man lässt sich ja nicht entmutigen und arbeitet sich immer weiter vor bis zum letzten Segment. Zum Schluss wird auch noch der letzte Tropfen Saft aus den Überresten der Orange gepresst und frischen Mutes geht es an die nächste der 8 Orangen.
Insgesamt hatte ich 1500 Gramm Frucht. Da ich die Marmelade im Verhältnis 1:1 koche, benötige ich 1500 Gramm Zucker. Wann man Marmeladen im Verhältnis 1:1 oder besser im Verhältnis 2:1 kocht, erkläre ich in diesem Video. 1 Kilogramm Zucker habe ich bereits in meinen Topf gegeben, die restlichen 500 Gramm werden abgewogen und bis auf 100 Gramm dazugeschüttet. Die Orangen werden zum Zucker gegeben, durchgerührt und zum Kochen aufgesetzt. Da das noch eine Weile dauert, kann ich in der Zwischenzeit das Geliermittel abwiegen und mit den restlichen 100 Gramm Zucker vermischen. Das ist aber noch nicht alles, was zu erledigen ist. Die Orangen werden noch einmal kurz durchgerührt, denn an manchen Stellen fangen sie schon an zu kochen. Jetzt müssen noch schnell die Gläser vorbereitet werden. Ich hatte 8 große Orangen und deswegen nehme ich mir 8 meiner üblichen Gläser und noch 2 weitere zur Sicherheit. Eine große, unempfindliche Pfanne wird mit etwas Wasser gefüllt, die Gläser hineingestellt. Dazu kommen die Gläserdeckel und darauf ein Deckel, damit der aufsteigende Wasserdampf unter allen Bakterien und sonstigen Kleinstlebewesen sein Unwesen treiben kann. Auf kleiner Hitze wird das Wasser nämlich zum Kochen gebracht und die Gläser können langsam und sicher steril werden, solange die Marmelade kocht. Die angehende Marmelade wird nun 15 bis 20 Minuten kochen gelassen und dabei immer wieder umgerührt. Die lange Kochzeit dient der Haltbarmachung, da Keime abgetötet werden. Das Fruchtfleisch zerfällt dabei und zu sehen sind dessen Fasern sowie die Zesten der Schale. Am Anfang wirkt alles ein wenig wässrig, aber mit der Zeit dickt die Masse immer mehr ein, was vor allem an den Bläschen zu erkennen ist, da sie etwas schwerfälliger werden. Ich bin einmal gefragt worden, woher ich weiß, wie viele Gläser man benötigt. Ich mache das immer nach Gefühl, aber mathematisch kann man es vielleicht wie folgt erklären. Anfangs hatte ich 3 Kilogramm Frucht und Zucker. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass man nach dem Kochen auch 3 Kilo Marmelade haben wird. Nach 20 Minuten Kochzeit ist ein nicht unerheblicher Teil an Wasser verdampft. Bei mir waren es um die 700 Gramm, was ungefähr einem Viertel entspricht. Dann hat Marmelade auch ein eigenes spezifisches Gewicht. In ein und dasselbe Glas passen 200 Gramm Wasser, aber das gleiche Volumen Marmelade wiegt 270 Gramm. Zieht man also von 3000 Gramm ein Viertel ab, erhält man 2250 Gramm. Geteilt durch 270 gibt das etwas mehr als 8. Man braucht also 8 Gläser der gleichen Größe. Ich habe es wie gesagt nach Gefühl gemacht. Ich hatte 8 Orangen, wobei es ziemlich viel Rüstverlust gab. Damit meine ich das ganze weiße Zeug der Schale und die Fasern zwischen den Fruchtsegmenten, welche nicht verwendet wurde. Hinzu kam zwar die gleiche Menge Zucker, aber die verdampfte Flüssigkeit andererseits muss wieder abgezogen werden. Also komme ich immer wieder auf meine 8 Orangen bzw. Gläser zurück, plus 2 zur Sicherheit. Am besten ist es immer, genug saubere Gläser vorrätig im Schrank zu haben. So, jetzt habe ich lange genug gerührt und erzählt. Die Marmelade hat eine Temperatur von 104–105 Grad erreicht. Das Geliermittel wird eingerührt und alles noch 3 Minuten kochen gelassen. Das gibt mir die Zeit, die mittlerweile kochenden Gläser zum Abfüllen bereitzustellen. Mein Marmeladenkochtopf wird in Position gebracht und mit Hilfe des Einfülltrichters kann es losgehen. Der Deckel wird auf das Glas gesetzt, einmal kurz festgeschraubt und dann nochmal richtig festgezogen. Dafür ist es vonnöten, die Hände mit einem Topflappen oder Handtuch vor der Hitze zu schützen. Jetzt muss sie nur noch beschriftet werden und ich friere sie dann immer ein. Man kann sie aber auch einfach kühl, zum Beispiel im Keller stehen lassen, bis man sie genießen möchte. Vielleicht probiert ihr diese beiden Marmeladen ja einmal aus. Viel Spaß und Geduld beim Marmeladekochen und wie immer, guten Appetit!